Wir waren halt als Kriegskinder, wie manche eben gesagt haben, so diese verlorene Generation. Niemand hatte wirklich Zeit. Jeder musste schauen, dass er klarkommt mit dem Leben. Es war ja auch alles nicht sehr einfach. Und wir Kriegskinder sind halt so mitgelaufen. Tante und meine Mutter sich in die Arme fielten und sagten, der Krieg ist aus. Und da habe ich als Jungscharmädchen gesagt, wer hat denn gewonnen? Und als ich hörte, das waren nicht die Deutschen, da habe ich gesagt, um Gottes Willen, wir werden alle im bolschewistischen Chaos der Russen versinken. Und war gar nicht glücklich. So war die Propaganda damals. In diesem Video werden Ursula Horrein, Jahrgang 1941, und Ingeborg Förster, Jahrgang 1934, über ihre Flucht erzählen. Ursula Horrein ist im Alter von 3 Jahren von Krakau aus Richtung Deutschland geflohen. Da sie in dieser Zeit von ihrer Mutter und ihrer Schwester getrennt war, wurde sie von einem Paar mitgenommen, bei dem sie die nächsten 3,5 Jahre in Burghaun bei Fulda gelebt hat, bis sie dann erst im Alter von knapp 7 Jahren von ihrer leiblichen Mutter wiedergefunden und nach München gebracht wurde. Ingeborg Förster war bereits 11 Jahre alt, als sie mit ihren 3 Geschwistern und ihrer Mutter von Potsdam aus in Richtung Bayerischen Wald zu ihren Verwandten geflohen ist. Im folgenden Video erzählen die beiden von ihren Erfahrungen rund um die Flucht. Also ich bin Ursula Horrein und ich bin am 17.03.1941 geboren. Ich bin geboren am 10. Februar 1934 in Theresienthal bei Zwiesel im Bayerischen Wald. Also die ersten 3,5 Jahre bin ich in Polen aufgewachsen. Und meine Mutter hat ja da voll gearbeitet und ich hatte auch noch eine Schwester. Meine Mutter hat über die Zeit nie gesprochen. Also das war auch dieses berühmte große Schweigen bei uns, wie in sehr, sehr vielen Nachkriegsfamilien oder Kriegsfamilien. Aber auf Bildern, ein paar Bilder, die man halt doch als Kinder auch hatte, stand sehr oft Krakau drauf. Und das Problem war halt dann 1944, dass die Russen ja vorgerückt sind und wir auch schon dann, ich glaube schon, ja, einen großen Teil von Polen schon standen. Und da sind all diese Nazi-Größen ja damals geflohen und meine Mutter ist auch geflohen. Also von daher vermute ich, dass sie eine relativ hohe Stellung hatte. Und sie hat uns damals 1944 einfach in Polen gelassen. Weil sie hat dem Kindermädchen vertraut und ich muss auch sagen, dass das Kindermädchen mein Leben auch wirklich gerettet hat, denn die war muss unglaublich lieb und mütterlich gewesen sein, denn sonst hätte ich das, was nachher gekommen ist, nicht überstanden. Also im zarten Alter von 2, 3 Jahren sind wir, weil mein Vater versetzt wurde nach Berlin ans Reichsarchiv, nach Potsdam gezogen. Ich dachte jetzt an die erste Station in Potsdam-Eigenhain und da war das eine normale Kindheit, da waren noch keine Angriffe und vom politischen Geschehen haben wir als kleine Kinder ja auch nichts mitgekriegt. Und ab 1939 dann eben die Zeit in dem neu gebauten Haus in Potsdam-Rehbrücke, die war eben sehr vom Krieg befasst oder wie soll ich sagen, überwältigt vor allen Dingen mit den Angriffen, aber auch mit zunehmender Knappheit. Wir haben auch nicht mehr genügend zu essen gehabt. Also wo ich dann 1940 in die Schule kam und kurze Zeit später auch zur Jungschar, da ist im letzten Jahr eben auch dies gewesen, dass also meine Klasse eingezogen wurde praktisch zum Volkssturm. Wir mussten Gräben mit Schippen helfen, damit sich Leute, also Soldaten mit Gewehr drin verstecken konnten. Und genauso mussten wir auch Sachen schleppen als Barrikaden auf die Straßen. Bäume und also Äste, nicht? Und Laub und Kartons oder was halt verfügbar war. Und da waren in erster Linie eben wir als doch noch Kinder mit 11 und 10
und alte Menschen und haben da noch verteidigen sollen. Der Zeitgeist war damals so, dass wir auch davon erfüllt waren. Wir haben gedacht, wir müssen das tun. Und wir mussten dann auch bei den Tagesangriffen zu viert in den Keller. Nicht? Das war dann als Älteste für mich die Hauptaufgabe, das Baby aus dem Körbchen und die anderen an der Hand. Und wir haben uns dann in den Keller gehockt, bis die Entwarnung kam. Meine Mutter hat mal gesagt, ihr seid wirklich ganz schlimme, arme Kriegskinder. Und ich habe es damals aber nur in den Nächten empfunden und auf der Flucht, wo sie auf uns geschossen haben. Auf dieser Karte können Sie das Territorium des Deutschen Reichs und Polens vor Ende des Zweiten Weltkriegs sehen. Während der ersten Kriegskonferenz Ende November 1943 in Teheran verständigten sich Roosevelt, Churchill und Stalin darauf, dass die sowjetisch-polnische Grenze weiter nach Westen entlang der Curzon-Linie verschoben werden sollte. Um den Verlust des Territoriums, den Polen damit erlitt, wiedergutzumachen, fasste man ins Auge, das polnische Territorium in Richtung Westen zu erweitern und die Deutschen aus den Gebieten östlich von Oder und Neiße zu vertreiben. Während der Potsdamer Konferenz im Juli 1945 einigten sich die Siegermächte sowohl auf die vorläufigen Grenzziehungen als auch auf die Massenausweisung der Deutschen in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn. Polen wurde im Osten eine Fläche von 180.000 Quadratkilometern zugunsten der Sowjetunion genommen. Dafür wurden dem Land im Westen 103.000 Quadratkilometer mit größtenteils deutscher Bevölkerung zugesprochen. Insgesamt wurden in dieser Zeit ca. 14 Millionen Deutsche aus den Landstrichen jenseits der heutigen deutschen Ost- und Südostgrenzen vertrieben. Bereits vor der Potsdamer Konferenz flohen diverse Deutsche aus Angst vor der Roten Armee, die ihre Vorhaben bereits teilweise in die Tat umgesetzt hatte. Die Besatzungsmächte hatten zwar vertraglich vereinbart, dass die Überführung der Deutschen in ordnungsgemäßer und humaner Weise erfolgen solle, doch davon konnte unter herrschenden Verhältnissen keine Rede sein. Hunderttausende starben an Entkräftung oder Kälte, ertranken in den Fluten der Ostsee oder erlagen sowjetischen oder amerikanischen Bombenangriffen. Kurz nachdem die alle geflohen waren, ist ja dann der große Treck losgegangen. Alles ist ja losgestoben und weg aus Polen. Und ich habe keine Erinnerung mehr daran, wie das passiert ist, aber es war einfach dann so, dass ich eines Tages völlig allein irgendwo war, wo kein Mensch mehr da war. Kein Teddybär, nichts mehr. Und irgendjemand hat mich dann einfach mitgenommen auf dieser Flucht. Und ich habe dann die Erinnerung an die Viehwägen, wo die Leute alle reingepfercht waren. Und dann waren auch so Säcke drin, wo die Leute wahrscheinlich noch Dinge mitgenommen haben. Und ich erinnere mich dann, dass mich jemand auf diese Säcke oben drauf gelegt hat. Und dann sind wir da ziemlich lang gefahren und waren dann irgendwo in einem Lager. Aber wo das alles war, da habe ich also keine Ahnung. Und dann waren wir in einem riesen Schlafsaal und dieses Paar, das mich da mitgenommen hat, das nicht verheiratet war, aber ein Paar war, die haben mich eben dann einfach sozusagen requiriert, haben später mich ja auch als ihre Tochter ausgegeben. Und in dem Lager ist es natürlich drunter und drüber gegangen, das erinnere ich. Und meine Erinnerung geht ja überhaupt erst ab dem Moment, wo ich da ganz alleine war, an. Meine Vermutung ist, dass sie eben unbedingt ein Kind wollte, dass er das vielleicht nicht wollte. Das ist alles Vermutung. Und ich kam dann sozusagen des Weges und da hatte sie ja dann auch, hat sie mich angenommen und mich dann als ihr eigenes Kind ausgegeben und so sind wir dann als kleine Familie praktisch gereist. Und wenn jetzt nicht alles so schwierig geworden wäre, dann hätte ich meine Mutter wahrscheinlich nie wieder gefunden. Naja, das war im April 1945. Da gab es einen Aufruf von Adolf Hitler, dass alle Mütter mit Kindern, ab 4 Kindern, Berlin verlassen müssen. Denn die Russen standen im Osten und die Westmächte auf der anderen Seite von Berlin. Und
Da sollte man sich praktisch selber evakuieren. Es ist aber dann einer Flucht gleichgekommen, weil alle Wege blockiert waren. Und wir waren 5 Tage unterwegs, dass eben Mütter mit 4 Kindern den Vorrang hatten. Und die wenigen Züge, die noch aus Berlin rausfuhren, benutzen durften. Nicht? So ist das erklärlich und so haben es wohl auch meine Eltern empfunden. Und mein Vater musste dort bleiben und hat gesagt, seid froh und schaut, dass er rauskommt. Ich weiß nur, dass es einfach dieser riesen Raum, wo wir da geschlafen haben und das so Wege nicht asphaltiert und so. Und dass dann auch ein Mann mich mal abgesondert hat von den anderen und mich in so einen Stall oder was immer das war mitgenommen hat, mit wahrscheinlich nicht sehr guten Absichten. Aber ich war dann so wahnsinnig erschrocken, dass ich völlig steif war. Also ich erinnere das noch ganz genau und das war auch damals, als ich verloren ging, bin ich auch mit 3,5, war ich da plötzlich ganz steif. Also da ist überhaupt nichts. Und dann hat der Mann wohl deswegen von mir abgelassen. Jedenfalls ist mir nichts passiert. Also erst haben wir in Berlin, Anhalter Bahnhof, noch in einen normalen Zug steigen können und haben von dort aus einen Flugzeugabsturz in der Luft beobachtet. Das weiß ich als Kind. Und uns gegenüber saß eine Frau mit einer Semmel in der Hand, die hat kein Wort gesprochen und auch nichts gegessen. Und da hat mir dann meine Mutter später erzählt, die war ganz geschockt, weil ihr Mann in diesen letzten Kriegstagen hat sie die Nachricht bekommen, dass er tot ist. Junge Frau, nicht? Das waren so meine Eindrücke auch als Kind und diesen Flugzeugabsturz über Berlin. Wir dachten, das kommt auf uns zu und zerschlägt den Zug, ist aber irgendwo in die Häuser gestürzt und der Zug fuhr weiter. Und außerhalb Berlin, da gab es dann nur noch Güterzüge und die sind übers Land gefahren und ich glaube, es war bei Plauen, dann Richtung Bayern schon, da ist der Zug tagsüber durch Tiefflieger attackiert worden. In dem ihr auch wart? In dem wir waren und es hieß, wir sollen alle aussteigen und in den Wald laufen und meine Mutter hat die Geschwister unter die Fittiche und ich die Kleinste, das war die Erika, die war damals erst 2 Jahre alt und ich war ja die Älteste, sind wir dann in den Wald gelaufen und haben irgendwelche Laub oder Zweige, was wir halt gefunden haben, über uns gedeckt, denn die Tiefflieger haben wirklich geschossen auf die Bevölkerung. Als der Spuk vorbei war in der Luft, durften wir wieder oder sollten wir wieder einsteigen. Es war ja kein Personenzug mehr, sondern ein Güterwagen. Und dann sind wir halt von Station zu Station weiter. Das Einzige, was mir noch einfällt, in Regensburg, da hat uns eine Gruppe von deutschen Soldaten aus dem Zug geholt und ganz viel kleingeschnittenes Fleisch angeboten. Und wir sind drüber hergefallen wie die Wilden. Hat so geschmeckt und war so toll. Wir sind dann von Landshut aus eben doch Richtung Bayerischer Wald weiter befördert worden und nachts um 11 angekommen. Und die Großeltern hatten keine Ahnung, haben Fenster aufgemacht und gesagt, um Gottes Willen, weil wir Steine geworfen haben, wer ist denn da? Und als wir uns vorgestellt hatten, die Kinder aus Berlin, dann hat meine Großmutter gesagt, und mein ganzes Haus ist voll mit Flüchtlingen aus der Tschechei. Und dann haben wir halt in der Küche übernachtet, auf dem Boden. Ging auch, wir waren froh, dass wir dort waren, gell? Ja, und dann irgendwann sind wir eben in Deutschland angekommen und wurden dann in der Nähe von Fulda in einem Dorf einquartiert in einem Bauernhaus. Und wir haben dann von denen das Wohnzimmer, wurde denen halt abgenommen. Und dort haben die mich ja als ihr eigenes Kind ausgegeben.
da ich ja nur meinen Vornamen wusste, haben sie mir dann einfach Nachnamen einfach gegeben von sich und auch Geburtsdatum, irgendwas, weiß ich. Das war ja alles so durcheinander, das kann man sich ja heute auch gar nicht mehr vorstellen. Gell? Da hat ja jeder versucht zu überleben. Und ja, so habe ich dann mit denen da gelebt. Dann gab es eine Tante von mir, die wohnte Richtung Bayerisch-Eisenstein, 6 Kilometer vor der Grenze. Und die hatte ein ganzes Haus. Nicht bloß wie die Großeltern ein paar Zimmer für uns, sondern eben mehr Räumlichkeiten. Da waren auch Flüchtlinge, aber die konnte uns aufnehmen, vorübergehend auch. Und dahin sind wir zu Fuß gegangen. Ich weiß noch, dass ich am Boden zerstört war, weil meine Tante und meine Mutter sich in die Arme fielten und sagten, der Krieg ist aus. Und da habe ich als Jungscharmädchen gesagt, wer hat denn gewonnen? Und als ich hörte, das waren nicht die Deutschen, da habe ich gesagt, um Gottes Willen, wir werden alle im bolschewistischen Chaos der Russen versinken. Und war gar nicht glücklich. So war die Propaganda damals. Als ich dann 4 oder 4,5 war, musste ich dann auch immer betteln gehen. Also ich musste zu allen Bauern laufen und Essen betteln. Und ich musste immer was heimbringen, weil wenn ich nichts heimgebracht hatte, da war es dann schlimm, weil dann hat er mich dann auch meist geschlagen. Also Essen, das muss ich wirklich sagen, hat so eine Übermacht in meinem Leben also lange gehabt, weil ich ja auch dann eigentlich auch bis 14 nie wirklich 100% satt war. Und als ich dann in den Kindergarten kam, da war es dann auch so, dass, also neben all dem Schrecklichen gab es eben immer so unglaubliche Augenblicke, die glaube ich auch mir geholfen haben, vieles zu überwinden. Zum Beispiel bin ich dann in den Kindergarten gegangen und habe so ein Brot dabei gehabt, und zwar so nur gekochter Apfel so dazwischen. Und dann bin ich da gesessen mit meinem Brot und das ist so unvergesslich für mich, dass dann kam die Kindergärtnerin und hat mir das Brot ganz still aus der Hand genommen und hat mir ein Wurstbrot in die Hand gegeben. War wohl dann ihr eigenes, gell? Also das sind so Momente, das kann sich niemand vorstellen, wie die dann das Herz heben und das eben doch was Gutes gibt. Ich denke, dass ich dann 5, 6 ungefähr war, so. Und der Pfarrer Siebert, wie gesagt, dem ist das natürlich auch aufgefallen, dass da was nicht stimmt. Und später hat mir jemand auch erzählt, dass die im Dorf auch angefangen haben zu munkeln, dass ich nicht deren Kind sein kann, weil ich so viel intelligenter war wie die. Ja, und so hat der Pfarrer Siebert dann angefangen zu schauen, wo ich herkam oder hat die Leute ausgefragt, keine Ahnung, wie er es gemacht hat, und hat dann Kontakt zum Roten Kreuz aufgenommen, und so hatte tatsächlich meine Mutter dann gefunden, weil meine Mutter hat schon dann, als sie dann nicht mehr zurück konnte nach Polen, hat sie sofort Suchanzeigen aufgegeben. Also das hat sie da sofort gemacht. Es war nicht, dass sie uns loshaben wollte, aber sie hat anscheinend, wie so viele, war sie so verblendet, dass Hitler einfach siegen wird. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie man das 1944 noch glaubte. Mit diesem Bild wurde ich gesucht nach dem Krieg. Das heißt noch während des Krieges, was meine Mutter ausgefüllt hat. Und das habe ich damals beim Roten Kreuz bestellt, weil ich eben da die Eingabe machen wollte, dass ich einen Studienplatz in Psychologie bekomme. Sie wollte mich ja damals noch, als sie dann tatsächlich kam und es offensichtlich war, dass ich ihre Tochter bin, bin ihr auch um den Hals gefallen, also die Erinnerung war da. Sie hat auch nie gefragt, wie es mir in der Zeit gegangen ist, und sie wollte mich sogar noch dort lassen in dem Dorf. Ja, weil meine Schwester hatte sie damals schon, nach dem Krieg oder Ende Krieg und Nachkriegszeit war das dann doch früh, 1,5 Jahre gefunden. Meine Schwester wurde von 2 Lehrerinnen mitgenommen und hatte es da zum Glück gut. Und meine Mutter hatte sie dann gebeten, ja, ob die
meine Schwester noch behalten können, weil sie eben nur ein Zimmer hat in München und da kein Kind dazu nehmen darf. Und dann hat der Pfarrer Siebert aber zu ihr gesagt, das hat er mir später dann mal erzählt, er hat ihr dann sofort gesagt, also sie muss mich also sofort mitnehmen, also keinen Tag länger darf ich in der Situation bleiben. Ja, und dann hatte ich also meinen 7. Geburtstag noch gefeiert mit meiner Mutter. Und dann hat sie indessen ja auch meine Schwester nach München geholt gehabt und hat uns dann beide ins Kinderheim getan, in München-Feldkirchen. Da habe ich aber großes Glück gehabt. Das waren 2 Jahre, die mich unglaublich stabilisiert haben. Das kann ich wirklich sagen. Ich weiß noch, nach dem ersten Frühstück sind die Kinder alle rausgetobt aus dem Speisesaal. Und ich bin dann von einem Teller zum anderen und habe alle Reste noch aufgegessen, die auf den Tellern waren. Normalerweise hätten wir ihn nicht verlassen. Aber das war dann sein Wille auch, dass er gesagt hat, wir müssen das machen, nicht? Und war ja dann auch gut. Und meine Mutter hat dann später meinen Vater auch aus dieser Russenzone rausgeholt, aber erst 2 Jahre später, 1947. Und der hat sich ja auch diese schwere Verletzung zugezogen an der Hand, die dann tuberkulös wurde. Und diese Knochen-TBC, die ihn dann später auch den Arm gekostet hat, war der Beweggrund, mit dem meine Mutter erreicht hat, dass er die Zone verlassen durfte. 1947. Aber das Problem war halt, dass meine Mutter mit dem Abstieg und dem Zusammenbruch des ganzen Naziregimes überhaupt nicht fertig geworden ist. Also das hat sie war tüchtig und hat das Leben soweit gemeistert, aber seelisch hat sie das nicht wirklich. Und den ganzen Frust hat sie eigentlich dann so alles hat sie so ziemlich an mir ausgelassen. Und das war dann doch ziemlich brutal. Und sie hat natürlich auch meine Schwester geschlagen, aber also wenn ich da war, konnte sie meine Schwester nicht schlagen. Weil dann habe ich so laut angefangen zu schreien, weil ich das nicht mehr ertragen konnte, weil ich das ja erlebt hatte, wie diese Stiefmutter immer geschlagen wurde. Gell? Und dass sie überhaupt 2 Kinder hatte, 2 kleine Kinder und gleichzeitig wusste, was in den Lagern passiert, wo auch Kinder ermordet worden sind, das ist ja, ich konnte sie das ja nie fragen. Das Schweigen hat eben bis zu ihrem Tod angehalten. Und sie hat auch später nie gefragt, nie, wie es mir in den 3,5 Jahren gegangen ist. Meine Mutter und ich, wir haben praktisch für Naturalien in einer Ökonomie arbeiten können, die da zu Theresienthal gehörte, auf den Feldern Heu wenden und Kartoffelsetzen und stechen und solche Arbeiten, die man halt ohne Ausbildung auf dem Land machen konnte. Da habe ich dann ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt mit meinem Bruder, weil da immer noch Flüchtlinge aus der Tschechei kamen und eines Tages hat meine Mutter uns, da haben wir in der Nacht eine schwere Detonation gehört, eben in diesem kleinen Ort bei der Tante. Und da hat meine Mutter uns erlaubt, in den Wald zu gehen und zu schauen, ob die Brücke gesprengt ist. Jedenfalls sind wir zu der Brücke gekommen und haben gesehen, dass sie gesprengt ist und wollten dann wegen dieser unheimlichen Soldaten nicht durch den Wald zurück, sondern sind auf der Straße zurückgegangen. Und als wir uns dann dem Ort näherten, da gab es einen Schusswechsel. Und uns entgegen sahen wir Leute, die rechts und links in den Wald sprangen. Mein Bruder und ich sind auch auf die Böschung gerannt und haben uns da hingelegt. Zwischen uns, ich wollte gerade meinem Bruder die Hand reichen, wusch, schlug ein Geschoss ein, besprengte uns mit Erde. Und das waren dann Amerikaner. Die sind von einer anderen Seite her über diesen Ort Regenhütte dahin gefahren und haben diesen Tross, der da auf der Straße war, zu dem auf der anderen Seite auch wir gehörten,
wieder für Soldaten gehalten oder für irgendein Militär. Und darum haben sie geschossen. Es war aber auch ein Flüchtlingsstrom aus der Tschechei. Und als sie das gemerkt haben, wir haben dann auch noch, mein Bruder und ich, ein Pferd zusammenbrechen sehen. Das ist hochgestürzt und runter und geschossen eben auch, gell. Und da ist auch bemerkenswert zu erwähnen, dass vor lauter Hunger meine Tante und meine Mutter hinterher gegangen sind mit Schüsseln und haben sich Pferdefleisch geholt. Und wir haben es gegessen. Also ich glaube schon, dass ich mich sehr entwurzelt gefühlt habe, weil immerhin in den 2 Jahren im Kinderheim hatte ich ja doch irgendwie ein Heim und es wurde so ordentlich für einen gesorgt und ich war in der Schule so gut, also da war irgendwie war das so. Und dann ist eben alles so abgebröckelt und in der Schule war halt dann das Problem, ich wurde dann ständig als schwierig weitergereicht. Ich habe natürlich auch einige Sachen gemacht, die auch nicht so richtig waren. Ich habe jeden Blödsinn mitgemacht. Und in meinem Zeugnis stand dann auch immer dieser berühmte Satz, den man dann sehr oft gelesen hat, sie könnte, wenn sie wollte. Aber es hat eben kein Mensch nachgeforscht, warum sie nicht kann, wenn sie will. Das hat man dann eben nicht nachgeforscht. Wir waren halt als Kriegskinder, wie manche eben gesagt haben, so diese verlorene Generation. Niemand hatte wirklich Zeit. Jeder musste schauen, dass er klarkommt mit dem Leben. Das war ja auch alles nicht sehr einfach. Und wir Kriegskinder sind halt so mitgelaufen und uns Schmerz und auch das ganze Trauma, das viele von uns erlebt haben, das wurde einfach nicht. Das wurde nicht als, ja, wenn man Zornanfälle kriegte oder so, hieß es nicht, da trägt sie noch eine Menge mit sich. Wie schwer, da geht einem das ins Herz, dass man da nirgends ankommt. Also mich wundert, dass ich überhaupt die Volksschule geschafft habe unter diesen Umständen. Und was vielleicht auch noch so wichtig ist, dass wir zwar als Generation es wirklich nicht leicht, oder viele von uns es wirklich nicht leicht hatten, aber dass wir andererseits es immer irgendwie vorwärts ging. Hatte man immer das Gefühl, es geht aufwärts. Und das war etwas, was wahrscheinlich wichtig war später für unsere Generation und wo ich mir denke, dass es heute ganz anders ist für Jugendliche, die in manchem es leichter hatten, aber andererseits Ängste haben, die wir nicht hatten. Und jede Generation hat ihre Probleme, das ist ganz klar. Alles in allem, glaube ich, waren wir doch eine ziemlich robuste und tatkräftige Generation, aber auch eine, die was ausgehalten hat. Und ja, es hat sich eigentlich niemand beschwert. Ich würde schon sagen, ich wünschte den meisten, die es nötig haben, mehr Zufriedenheit und vielleicht auch mehr Empathie für die Länder, die gar nichts haben. Aber ja, für die Zukunft kann ich mir nur wünschen, eben wie gesagt, dass mehr Frieden ist und mehr Gerechtigkeit in der Welt. Ein Rezept dafür hat auch niemand. Weder die Politiker noch jemand so alter wie ich. Ich weiß es auch nicht.